Hallo und herzlich willkommen heute zum zweiten Teil, in dem es um Getriebesteuergeräte geht und Motorsteuergeräte, wie man die programmieren kann, beziehungsweise wie man die Datenstände, die Software, die sich auf diesen Steuergeräten befindet, aktualisieren kann. Im ersten Video bin ich ja schon mal so ein bisschen auf die Basics eingegangen, welche Geräte gibt es, wie sieht da standardmäßig die Software aus, wie ist generell das Prinzip von so einem Motorsteuergerät, eben der Aufbau über Steuertabellen. Und heute mal ein bisschen konkreter, echtere Anwendungsbeispiele in Bezug auf die amerikanischen Fahrzeuge, die ich besessen habe. Ich habe eine relativ lange Zeit, ungefähr 6, 7 Jahre, amerikanische Fahrzeuge besessen, Ford Mustang und ein Chevrolet Camaro, und beide wurden auch stark modifiziert und meine Erfahrungen waren jetzt nicht sonderlich gut, was Tuner oder auch Mechaniker hier in Deutschland angeht, wenn es darum geht, diese Fahrzeuge zu modifizieren. Da habe ich sehr, sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht, dass teilweise die einfachsten handwerklichen Dinge nicht beherrscht werden, zum Beispiel ein Benzinpumpentausch, da wurde dann der Dichtungsring nicht gesäubert und da waren überall Schmutz- und Kieselreste, weshalb dann nachher die Benzinpumpe nicht dicht war und da ein bisschen Sprit rauskam, bis hin zu falsch rum eingebauten Antriebswellen, falsch rum eingebauten falsch rum eingebauten Kardanwellen und viele andere Dinge, die einfach sehr, sehr haarsträubend waren, und es hat eigentlich immer sehr viel Geld gekostet und die Qualität war einfach unter aller Sau. Also da kann ich auch aus eigener Erfahrung nur sagen, wenn ihr jemanden habt, wo ihr wirklich ein gutes Gefühl habt oder wo Leute sagen, da könnt ihr hingehen, okay, ansonsten würde ich wirklich die Finger davon lassen. Das geht meistens einfach tierisch in die Hose. Dann doch lieber selber machen, da weiß man, was man gemacht hat, und wenn man es verbockt hat, weiß man auch, an wen man sich wenden muss. Ansonsten waren meine Erfahrungen wirklich sehr, sehr schlecht. Und besonders schlecht waren sie eben in Bezug auf die elektronische Komponente. Also die mechanische war teilweise schon Harakiri, aber das elektronische war wirklich unter aller Sau. Was noch einigermaßen funktioniert hat, war die Abstimmung der Fahrzeuge im Lastbereich, also sprich bei höheren Geschwindigkeiten. Da ist es auch, sage ich mal, nicht ganz so anspruchsvoll. Man hat eine Tabelle, die steuert, wie viel Zündung fahre ich. Man hat eine Tabelle, die das Luftgemisch steuert. Und das kann man auf dem Prüfstand relativ gut simulieren. Wo es dann eben aufgehört hat, beziehungsweise wo die Leute in Deutschland oder die Tuner, die ich jetzt kennengelernt habe, einfach irgendwie keine Erfahrung haben, sind diese Feinheiten. Also zum Beispiel, wie programmiere ich das Fahrzeug im Leerlauf richtig? Wie programmiere ich die Schaltzeiten bei dem Automatikgetriebe richtig, sodass es sich in allen möglichen Fahrsituationen gut verhält. Jetzt ist zum Beispiel auf so einem Rollenprüfstand das Problem, die meisten Tuner stellen die Autos nur auf einen Rollenprüfstand. Da hat man das Problem, das ist ein konstanter Widerstandswert, den dieser Prüfstand simuliert. Wenn man das Auto aber auf der Straße bewegt, gibt es ganz unterschiedliche Zustände. Mal fahre ich bergauf, mal fahre ich auf der Geraden, mal fahre ich bergab. Und wenn ich diese Zustände eben nicht simuliere oder eben auch tatsächlich auf der richtigen Straße teste, habe ich nachher Probleme, dass meine angepasste Motor- und Getriebesteuerung in der wirklichen Welt nicht sauber funktioniert. Weil zum Beispiel bei einer Bergabfahrt eine viel, viel geringere Schleppleistung da ist und dann nachher das Fahrzeug dazu neigt, weil es eben, wie gesagt, die Werte nicht mehr darauf abgestimmt sind, dann eben zum Beispiel zu früh den Gang rauszunehmen, beziehungsweise eben Gang runterzuschalten, warum dann das Fahrzeug beim Bergabfahren auf einmal anfängt hochzudrehen, ja, obwohl es das gar nicht sollte. Und viele solche Kleinigkeiten oder auch im Leerlauf, dass dann Stop-and-Go-Fahrten schwierig werden, weil eben der Übergang zwischen normalem Fahrbetrieb und Leerlauf nicht sauber nachreguliert wurde und abgestimmt. Und ja, mein Motto war dann ähnlich wie bei Jeremy Clarkson auch. Manche kennen ihn ja aus Top Gear. How hard can it be ist sein Lieblingssatz. Und ich habe mich dann einfach ein bisschen schlau gemacht, was gibt es da für Möglichkeiten, was nutzen die Tuner selber, und bin relativ schnell dann hier bei HP Tuner gelandet, weil ich das System sehr gut finde, weil man einerseits eben die Möglichkeit hat, wie im ersten Video auch schon beschrieben, dieses Live-Data-Logging zu machen und auf der anderen Seite aber auch unheimlich viele Werte anpassen kann. Es gibt immer wieder Updates von HP Tuner, das heißt, da werden immer wieder Verbesserungen herausgebracht, neue Informationen im Motorsteuergerät zugänglich gemacht. Und ja, das war einfach so für mich vom Gesamteindruck das stimmigste und beste System. Und heute möchte ich jetzt, wie gesagt, ein bisschen mehr auf die Details eingehen, was ich geändert habe, damit ich zum Beispiel das Problem im Leerlauf und beim Wechseln der Gänge
wie gesagt, ich hatte eben das Phänomen, wenn das Fahrzeug Stop and Go oder aus dem Fahrbetrieb ins Stoppen kam, also zum Stillstand, dass dann das Fahrzeug teilweise abgestorben ist oder wie gesagt eben beim Gangwechseln hatte ich auch die Probleme. Also ich starte das Fahrzeug, ich wechsle von Park Neutral auf Drive, er stirbt ab, ich wechsle von Drive auf Park Neutral, er stirbt ab, ich wechsle in den Rückwärtsgang, er stirbt ab und so weiter. Und da möchte ich jetzt mal ein paar Informationen geben, was ich gemacht habe, um diese Probleme loszuwerden. Das Schöne ist bei diesen Problemen, ihr lauft nicht Gefahr, irgendwelche kritischen Dinge in Bezug auf Einspritzzeiten oder die Gemischaufbereitung oder sowas an eurem Fahrzeug zu verändern. Das heißt also, wenn das der Tuner einigermaßen gut hinbekommen hat und das Fahrzeug im Lastbereich sauber läuft, dann könnt ihr jetzt mit den Einstellungen, die ich hier beschreibe, eigentlich nichts kaputt machen. Ja? Und wie gesagt, wir starten jetzt einfach mal im Bereich Motor. Das heißt, wir gehen hier oben in unserem Navigationsmenü wieder auf den Punkt Engine und haben dann hier, wie gesagt, ja diese verschiedenen Reiter und ein ganz großer Reiter oder ein Hauptreiter, in dem wir uns dann bewegen, ist eben der Idle-Reiter. Idle heißt einfach nur Leerlauf. Und da gibt es, wie ich im ersten Video auch schon erwähnt habe, ja verschiedene Steuertabellen. Hier zum Beispiel Target Idle Speed. Da ist es generell eben nützlich oder ratenswert, wenn ihr jetzt eine andere Nockenwelle verbaut, die relativ scharf ist. Scharfe Nockenwellen oder beziehungsweise Nockenwellen, die eher im oberen Drehzahlbereich gut sind oder eigentlich auch generell, sage ich mal, nicht Standard-Nockenwellen, haben ein etwas höheres Bedürfnis an Drehzahl. Das heißt also, die sind weniger effizient in diesem unteren Drehzahlbereich und brauchen ein bisschen mehr Drehzahl, um ihre Effizienz zu entwickeln. Wenn sie nicht effizient sind, laufen sie nicht sauber. Das ist einerseits schön, weil es diesen speziellen Klang ausmacht von diesen Nockenwellen. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann wieder Komforteinbußen, weil einfach die Fahrbarkeit so ein bisschen verloren geht. Das heißt also, wenn ihr eine scharfe Nockenwelle habt und ihr wollt, dass die funktioniert, beziehungsweise dass auch die Fahrbarkeit gegeben ist, müsst ihr also generell mal hergehen und eure Leerlaufdrehzahl erhöhen. Ja? Keine Ahnung, wenn die Standard-Leerlaufdrehzahl irgendwie bei 575 Umdrehungen liegt, würde ich da auf jeden Fall mal 100 oder 200 draufgeben und mal gucken, wie es dann ist und dann einfach immer eben in kleinen Schritten. Aber so ein Sprung von 100 bis 200 RPM kann man auf jeden Fall mal machen. Das schadet nicht und das hilft eigentlich immer. Das nächste ist die Startup Idle RPM Table. Hier wird sozusagen einmal im Gang definiert, wie ist über den Startprozess hinweg. Also hier oben haben wir wieder Motor, Kühlflüssigkeitstemperatur und Dauer wie lange der Motor an ist, in Sekunden in dem Fall. Da ist jetzt definiert einfach nur für diesen ersten Zeitpunkt, wo der Motor läuft, das ist hier jetzt in dem Fall die ersten 85 Sekunden, ist nochmal unabhängig von der Tabelle, in der wir sozusagen die generelle Idle Speed festlegen, nochmal festgelegt, wie sich das Auto nur während dieser 85 Sekunden im Start verhält. Ich hatte ja beschrieben, dass es wie gesagt oftmals Tabellen gibt, die den gleichen Wert beeinflussen. Hier ist das auch so. Und der Hintergrund ist wieder der, wenn das Fahrzeug sich eben im Kaltstart befindet und generell geht man immer mal davon aus, dass wenn man das Fahrzeug startet, es erstmal ein Kaltstart ist. Es kann natürlich aber auch Situationen geben, wo dann eben das Fahrzeug schon warm ist. Da würde dann sozusagen eher die Information, die sich hier im unteren Bereich befindet, herangezogen werden. Aber nichtsdestotrotz, wenn es sich um einen Kaltstart handelt, gibt es eben eine separate Tabelle, in die geschaut wird, wo man unabhängig von der Target Idle Speed, die sozusagen für den Normalzustand, also alles, was länger als 85 Sekunden Motorlauf ist, würde dann hier sozusagen herangezogen werden. Wenn ihr jetzt hier einen unheimlich hohen Wert festlegt, dann wird der beim Starten des Fahrzeugs nicht gezogen, weil das Fahrzeug eben erstmal beim Starten in diese Tabelle guckt und erst nach den 85 Sekunden die Base Idle RPM Tabelle heranzieht, um sozusagen die Werte anzuwenden. Und hier ist es auch so, bei dem Standard-Setup oder bei dem Standard-Motorsteuergerät ist das ein relativ, sage ich mal, fließender Bereich, der große Unterschiede birgt von kalt zu warm. Wenn ihr jetzt eine scharfe Nockenwelle habt, da macht es eigentlich keinen Sinn, da so große Varianzen reinzumachen, weil die einfach, wie gesagt, eine hohe Grundleerlaufdrehzahl braucht und man nicht sonderlich weit runtergehen kann mit der Drehzahl, ohne dass diese Fahrbarkeit gegeben bleibt. Zumindest bei Automatikgetrieben, ne? Weil da ist ja das Problem, dass der Motor immer gegen das Getriebe läuft. Wenn ihr jetzt einen Handschalter habt, da könnt ihr immer, wenn ihr sozusagen auf neutral geht, nochmal kurz 1-2 Gasstöße geben und den Motor damit sozusagen am Leben halten. Bei einer Automatik ist sowas nicht möglich. Da kann man das nicht
nicht so ohne weiteres einprogrammieren. Deswegen muss man hier einfach gucken, dass der Motor immer in einem Bereich ist, wo er auch, wenn das Getriebe einkuppelt, also der Wandler sozusagen Kraft auf den Motor auswirkt, dass man auch dann genug Drehzahl hat und der Motor genug Kraft entwickelt, um dann dort nicht abzusterben. Genau, das heißt also, wie gesagt, Anpassung der Base Idle RPM und der Startup Idle RPM, einmal in Gear und einmal Park Neutral. Hier ist es so, da habe ich sogar ein bisschen mehr Standard Drehzahl gegeben, aus dem einfachen Grund, das ist auch wieder der Natur der Sache geschuldet. Wenn ihr euer Fahrzeug anmacht, gerade bei einem Automatikfahrzeug, dann ist das nicht im Gang. Ja? Also es sei denn, ihr habt irgendwas falsch gemacht, aber normalerweise stellt man ein automatikgetriebenes Fahrzeug entweder in P oder in N ab. Das heißt, generell, wenn ihr das Fahrzeug anmacht, startet ihr in P oder N. Und deswegen auch wieder hier Kaltstart, brauchen wir mehr Leerlaufdrehzahl, damit das Auto anspringt, damit der Motor läuft und auch laufen bleibt. Ja? Und später, wenn dann sozusagen ihr in den Gang wechselt, dann ist das Auto schon ein bisschen gelaufen. Das heißt, wir sind hier aus dem ersten kritischen initialen Bereich raus. Deswegen ist der hier drüben nicht abgebildet. Ja? Deswegen ist hier sozusagen die Startdrehzahl etwas geringer. Dann könnt ihr hier unten nochmal festlegen, wie viel Leerlaufdrehzahl ihr denn maximal zulassen wollt. Das heißt also, hier ist auch wieder so eine Geschichte, da muss man halt aufpassen, dass man die Werte ineinander oder zueinander sinnvoll definiert. Wenn ich jetzt hier 1500 angebe und hier aber nur 1200 zulasse, dann sorge ich dafür, dass das Motorsteuergerät Probleme bekommt, weil die Werte nicht zueinander passen. Das heißt, da muss man auch immer aufpassen, dass man die Werte sinnvoll vergibt und sich nicht gegenseitig sozusagen ins Knie schießt mit irgendwelchen Falschwerten oder Diskrepanzen. Dann gibt es hier sozusagen eine Tabelle, die steuert, bei welcher Geschwindigkeit eures Fahrzeugs, in welchem Gang ihr wie viel mindestens Drehzahl, also Minimum-Drehzahl festlegen wollt. Und hier ist es auch wieder so, diese Tabelle sollte sich im Idealfall mit den Angaben decken, die ihr hier in der Startup Idle RPM bei InGear sozusagen definiert habt. Denn wenn diese Werte sozusagen nicht korrelieren, also nicht zueinander passen, kann das auch wieder dafür sorgen, dass das Motorsteuergerät versucht, irgendwelche wilden Kalkulationen zu machen, die am Ende nicht aufgehen. Also auch da orientiert ihr euch dann eben am besten an dem Wert, wenn das Fahrzeug warm ist, ne, wenn diese erste Startzeit vorbei ist, was habt ihr da als Minimum festgelegt? Und diesen Minimum, den solltet ihr hier dann auch nicht unterschreiten. Also wenn ihr in Gear sozusagen 875 habt, dann solltet ihr hier keinen Wert haben, der niedriger als 875 ist, damit einfach die Berechnung des Motorsteuergeräts sinnvoll ist und keine Probleme verursacht. Also auch diese Tabelle eben zu berücksichtigen und anzupassen. Dann gibt es die Airflow-Einstellungen. Hier wird festgelegt, wie viel Luft gebt ihr dem Motor für euren Leerlauf. Und hier ist es auch häufig so, dass standardmäßig so eine scharfe Nockenwelle eher es lieber hat, ein bisschen fetter zu laufen. Also gucken, dass das Gemisch ein bisschen fetter ist. Und das kann man dann eben regulieren, indem man hier den Luftfluss anpasst. Hier ist auch wieder für jeden Gang spezifisch möglich, die Luftmenge zu definieren und das eben in Abhängigkeit von der Motordrehzahl und dem Gang, in dem man sich befindet. Die Information, wie viel Luft hier fließt, ist festlegbar über die Einheiten. In dem Fall sind das hier Gramm pro Sekunde. Das kann man aber, wie gesagt, wie man möchte, einstellen. Man hat hier die Möglichkeit, unter den Options festzulegen, ob man metrische oder Imperial Units haben möchte. Ich bin halt auf metrische gegangen, weil mir das einfach von Grund auf mehr sagt, aber man kann das natürlich auch auf Imperial-Einheiten einstellen. Dann findet man auch wieder einfacher den Zusammenhang. Wenn man mal im Internet googelt, gibt es ja häufig eher auf amerikanischen Seiten Informationen zu der Software. Dann hat man es dort wieder einfacher. Eine weitere Tabelle, die ich angepasst habe, um die Probleme mit dem Leerlauf zu beheben, ist die Throttle Follower Torque Table. Und am besten sieht man das, wenn ich jetzt mal die Vergleichstabelle aufmache von dem Original-Motorsteuergerät oder von den Informationen, die sich im originalen Datensatz befinden. Das kann man machen, indem man hier oben einfach ein Compare-File öffnet. Das heißt, da kann man also ein anderes Tuning-File laden, um die Informationen zu vergleichen. Und da könnte ich jetzt hier zum Beispiel hergehen und einfach so ein Tune-File heranziehen. Das mache ich jetzt hier mal. Und dann seht ihr auch automatisch hier jetzt gehighlightet,
in welchen Tabellen oder welche Einstellungen, also in dem Fall sind es ja jetzt hier Tabellen, aber es gibt ja auch Einzelwerte, wie hier zum Beispiel, das ist dann auch eben grün gehighlightet, wurden Änderungen vorgenommen im Vergleich zu dem Datensatz, den man jetzt als Vergleichsdatensatz geladen hat. So kann man auch schön sehen, zum Beispiel, also würde ich auch jedem empfehlen, wenn ihr euer Auto zum Tuner gebt, vorher einmal mal die Steuerungssoftware runterladen, dann habt ihr die von eurem Originalauto und danach dann einfach mal vergleichen, was hat denn der Tuner überhaupt gemacht? Also hat er sich Mühe gegeben, hat er mehr als nur die Gemischabstimmung angepasst oder hat er einen easy Job gemacht und euch jede Menge Kohle berechnet, aber eigentlich, wie gesagt, nur dieses Base-Setup gemacht mit der Motor-Gemischaufbereitung und alles andere unberührt gelassen. Ne? Also das ist auch immer, finde ich, ganz, ganz hilfreich dann, einfach um so ein Gefühl dafür zu bekommen, ist das jemand, der sich da Mühe gibt, der wirklich möchte, dass ihr ein gut funktionierendes Auto zurückbekommt, oder ist das jemand, der hat halt einmal so ein Grundsetup rausgefahren, dass eben die Motorabstimmung passt, also sprich das Auto sauber verbrennt und alles andere hat er unberührt gelassen. Das ist dann schon wieder, ne, das ist ein bisschen lieblos, also das ist dann kein wirklich sauberer Job an der Stelle. Genau, wenn ich jetzt hier mal umschalte, dann haben wir sozusagen die Tabelle mit den Werten, so wie ich sie gefahren habe. Und hier oben kann ich jetzt sagen, zeigt mir einmal die Vergleichswerte oder auch zeigt mir die Unterschiede. Und dann sieht man jetzt schon sehr stark, also hier habe ich zum Beispiel jetzt im Vergleich zum Standard deutlich reduziert. Also das ist der Standard. Der hat also hier einen Idle Airflow von 120 und ich bin da runtergegangen auf 60. Hier unten kriegt ihr auch immer eine kleine Information angezeigt, was dieser Wert beeinflussen soll und könnt sozusagen anhand dessen auch die Stellen für euch identifizieren, die ihr dann gegebenenfalls anpassen müsst, um euer jeweiliges Problem zu lösen. Der Throttle Follower Torque, den kann man so erklären, der bestimmt sozusagen die Geschwindigkeit, in der sich die Drosselklappe wieder schließt. Wie gesagt, das ist ja jetzt ein Fahrzeug mit einem Automatikgetriebe und da ist es so, wenn die Drosselklappe zu schnell zugeht in Verbindung mit der scharfen Nockenwelle, dann bekommen wir das Problem, dass der Motor kurzzeitig zu wenig Luft bekommt und abstirbt. Und um das zu verhindern, also das, sage ich mal, wenn das Fahrzeug jetzt keine Elektronik hätte, dann würde man einfach sanft den Fuß vom Gaspedal nehmen, um das Fahrzeug langsam und den Motor und die Verbrennung langsam in den Leerlaufbereich zu bekommen. Und um das sozusagen zu simulieren, weil die wenigsten gehen ja dann langsam vom Gas, sondern man ist es gewohnt, man nimmt einfach den Fuß vom Gas und den Rest macht die Elektronik. In dem Fall ist hier dann eben festgelegt über diese Throttle Follower Torque Table, wie stark verzögert das Auto das Schließen der Drosselklappe, beziehungsweise wie schnell schließt die Drosselklappe, wenn ihr jetzt vom Gas geht. Und wie gesagt, bei einer scharfen Nockenwelle ist es halt ratsam, dass die etwas sanfter schließt, damit dieser Prozess oder der Übergang von etwas höherer Drehzahl zu niedrigerer Drehzahl, dass der eben sanfter ist und nicht so abrupt, damit der Motor nicht abstirbt. Und wie man eben sehen kann, hier in dem Vergleich, habe ich da eben das Schließen der Drosselklappe jetzt gerade in dem Bereich erster, zweiter, dritter Gang, also der Bereich, wo das Auto ja noch keine große Geschwindigkeit aufgebaut hat und auch der Bereich, wo man eher mal abrupt bremsen muss wegen Stop and Go, habe ich eben, wie gesagt, die Werte angepasst, sodass ihr dort die Drosselklappe weniger schnell schließt und so sozusagen weicher agiert und es nicht mehr dazu kommt, dass das Fahrzeug abstirbt. Ähnliche Anpassungen habe ich auch vorgenommen in dem Drive Transition Table. Hier sieht man auch, hier sind per Default, weil die Standard-Nockenwelle eben sehr, sehr gut verträglich oder sage ich mal sehr effizient läuft, sind da deutlich größere Sprünge möglich als jetzt hier mit der scharfen Nockenwelle. Da bin ich hergegangen und habe diese Adaption fast weggenommen, sodass das Fahrzeug eben bei dem Übergang vom Fahrbetrieb in den Leerlauf weniger stark eingreift und regelt. Und das wiederum bewirkt dann, dass der Motorlauf ruhiger, sauberer, sanfter ist und das Auto nicht abstirbt. Hier drüben jetzt nochmal die Tabelle, die wir vorher angeschaut haben mit dem Airflow Minimum. Da ist es auch so, dass eben aufgrund dessen, dass wie gesagt diese Nockenwelle jetzt eine andere ist und der Motor viel mehr Luft verarbeiten kann aufgrund dieser anderen Nockenwelle, die Werte zum Beispiel extrem gestiegen sind. Ja, also wenn wir uns jetzt hier angucken, das sind die Werte, die am Ende mit dem getunten Fahrzeug gefahren wurden, das sind die Werte, die das Standardfahrzeug hatte. Und wenn wir das jetzt übereinander legen, dann sehen wir, dass wir gerade im unteren Drehzahlbereich, da wo die Nockenwelle nicht so effizient ist, da brauchen wir viel mehr Luft, um den Motor am Laufen zu halten, sodass er nicht ausgeht. Ja. Und das sind eben Tabellen,
da gibt es jetzt keine Standardwerte. Also klar, wenn jetzt ihr eine Nockenwelle verbaut mit exakt den Anbauteilen, die jemand anders schon mal verwendet hat und der gibt euch sogar die Informationen, was hat er angepasst, dann seid ihr da schon sehr schnell an einem Weg, wo das Fahrzeug einwandfrei funktioniert. Wenn ihr jetzt aber wirklich einfach wild irgendwelche Teile kombiniert, dann sind das Werte, die ihr ermitteln müsst. Also da müsst ihr einfach ausprobieren. Ihr müsst, wie gesagt, einmal loggen und gucken, was macht das Fahrzeug, kriegt es zu wenig Luft, kriegt es zu viel Luft. Und je nachdem, wie das Fahrzeug sich verhält, müsst ihr dann nebenher gehen und diese Tabellen anpassen. Das heißt, also nochmal sozusagen zum Rekapitulieren, was habe ich getan, damit ich meine Probleme in Bezug auf den Leerlauf und das Wechseln von Gang in Leerlauf oder von Gang in Park oder von Gang in Reverse oder wie auch immer, um die zu beheben. Ich habe generell die Motordrehzahl erhöht, also die Leerlaufdrehzahl. Ich habe auch hier die Tabellen, die sozusagen das Verzögern steuern, also Coast Down. Der Moment, wenn man wie gesagt wieder vom Gas geht und das Auto ausrollen lässt, habe ich auch hier die Adaptionstabellen massiv die Adaption zurückgenommen, sodass er weniger stark adaptiert und dadurch weniger stark in den natürlichen Motorlauf eingreift, weil sonst einfach die scharfe Nockenwelle nicht damit zurechtkommt, dass der Motorlauf oder die Motorcharakteristik so stark verändert wird in dem Moment. Weil letzten Endes all diese Werte steuern eben, wie viel Drehmoment wird gegen den Motor, wie viel Drehmoment arbeitet getriebeseitig gegen den Motor oder aber wie schnell, wie gesagt, schließt sich die Drosselklappe, wie schnell oder wie stark wird der Luftfluss zum Motor reduziert und all diese Werte, die in der Serie halt sehr aggressiv ausgelegt sind, dann, weil die Nockenwelle so effizient arbeitet, kann man bei einer getunten Nockenwelle eben nicht anwenden. Hier muss man viel sanfter vorgehen, weniger Adaption machen, einfach die Nockenwelle im unteren Drehzahlbereich ihren Job machen lassen und dafür sorgen, dass der Motor am Laufen bleibt. Und bei den Airflow-Tabellen, wie gesagt, dasselbe, einfach nur schauen, dass ihr dort, wo viel Adaption passiert, die Adaption in kleinen Schritten zurückfahrt, guckt, wird es besser, wenn es besser wird, gut. Wenn es schlechter wird, auch vielleicht mal probieren, die Adaption zu erhöhen, ja, und dann eben so für sich den Mittelweg zu finden, was sind die richtigen Stellschrauben, die ich anwenden muss, um mein Problem zu lösen. Das war es jetzt heute mit ein bisschen konkreten Informationen zu dem Leerlaufverhalten von so einem getunten Motor. Im nächsten Video werde ich noch ein bisschen was über das Data Logging erzählen, wie das funktioniert und euch auch dann mal zeigen, so ein aufgenommener Logging-Satz. Also ich habe dann mit dem Fahrzeug einfach mal eine gewisse Strecke zurückgelegt und ein paar Werte geloggt. Das kann man jederzeit wieder abspulen. Das werde ich euch dann mal zeigen, wie sieht das aus, welche Werte kann man sehen und was kann man daraus schließen. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant und hilfreich. Bis zum nächsten Mal. Ciao!